Heute dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit. Sicherlich kein neues Wort in der Transport- und Logistikwelt, allerdings sind die CO2-Emissionen seit 1995 um mehr als 20% gestiegen. Doch rein elektrisch betriebene Trucks sind aufgrund ihrer geringen Reichweite auf den Regionalverkehr und die City-Distribution angewiesen. Dabei gilt es auch und gerade im Fernverkehr, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Dazu benötigt es elektrisch unterstützende hybride Antriebe. Eileen, was wir brauchen, sind natürlich mehr als die Gehversuche des Wettbewerbs. Wir müssen eine sehr, sehr drehmomentstarke Achse haben. In diesem Fall haben wir 30.000 Newtonmeter. Und mit dieser Kraft kommen sozusagen neue Anforderungen an die Achse. Die Achse selber muss spurtreu bleiben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir unter allen Fahrbedingungen immer dafür sorgen, dass die Achse immer brav in der Spur fährt. Und bei dieser Achse haben wir ein Mehrlenkerkonzept. Wir können die Spreizung, die Spur, Vorlauf, Nachlauf und die Spurtreue einstellen. Und das Spannende ist halt, neben der Traktion können wir auch mit dieser Achse ganz neue Anwendungen machen. Zum Beispiel den Coolliner mit dem Celsineo Kühlaggregat sozusagen elektrisch befeuern. Und Eileen, just by the way, ganz frisch habe ich hier das schwarze Nummernschild für den weltweit erstmalig zugelassenen E-Trailer. Und ich möchte dir gerne an dem Modell das Funktionsprinzip zeigen. Eine nicht nur clevere, eine wahrhaft großartige Idee. Egal mit welcher Zugmaschine, einfach wie gewohnt aufsatteln und ab geht's. Simply Plug and Play. Die kleinere 300 Kilowattstunden Batterie ist an einem Schnellladesystem in ziemlich genau einer Stunde aufgeladen. Die E-Motoren und das Achsgetriebe sind dauerfest ausgelegt. Letzteres braucht lediglich im gleichen Zeitintervall wie das Differential deiner Zugmaschine frisches Öl. Und die Company hinter diesem Baby nennt sich Nomen est Omen Trailer Dynamics. Denn der zusätzliche elektrische Schwung von hinten entlastet den Diesel der Zugmaschine so effektiv, dass dieser auf der Strecke überwiegend im sogenannten Sweet Spot des Kennfeldes und somit entsprechend verbrauchsgünstig betrieben werden kann. Resultat: mindestens 20 bis hinauf auf 40% Dieselersparnis. Und das steht so behutsam, dass die Zugmaschine für den Fahrer immer sicher beherrschbar bleibt. Dafür müssen Truck und Trailer sehr präzise und in Echtzeit miteinander kommunizieren. Und das gelingt dank der sogenannten VCU, der Vehicle Control Unit. Sie ist die koordinierende Schnittstelle zwischen Dieselmotor und E-Achse. Und sie erkennt neben diversen anderen Aufgaben das Bremssignal der Zugmaschine und unterbricht dann sofort den elektrischen Antrieb im Auflieger. Und die gerade von Abdullah demonstrierte extrem clevere Kingpin-Sensorik sorgt stets dafür, dass die Zugmaschine nicht zur Schubmaschine wird. Bei diesem extrem dicken Brett an Know-how und dem damit verbundenen signifikanten CO2-Einsparpotenzial musste Bernhard Krone nicht lange überlegen und hat sich hochmotiviert an Trailer Dynamics beteiligt. Und in 2024 gehen Krone und Trailer Dynamics mit dieser großartigen Technik in Serie. Alles wird mit allem plausibilisiert. Ein echter Kracher zum Thema Zero Emission. Apropos Zero, ich bin unterzuckert und brauche erstmal einen Kaffee und dann mal schauen, was so in der Denkfabrik los ist. Hallo Christian. Hallo, du grüß auch dich. Hier. Ein Tag voller Input. Was nimmst du heute mit? Vor allem in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und die Wichtigkeit der Elektrifizierung. Also ich sehe auf jeden Fall einen Haufen Potenzial. Es gibt so viele neue Technologien, es gibt so viele Möglichkeiten und man sieht einfach, dass durch die Elektrifizierung der Transport, der Gütertransport, ganz im Speziellen auch klimaneutral gestaltet werden kann.
Ich sehe aber auf der anderen Seite auch ein paar Herausforderungen. Es gibt zu wenig Infrastruktur, zu wenig Lademöglichkeiten, es gibt zu wenige Ausstatter, es gibt zu wenige Fahrzeughersteller, Zugmaschinenhersteller, die dann auch wirklich elektrische Antriebe anbieten. Ich sehe auch die Herausforderung der Planungssicherheit. Und was ich aber auch mitnehme, und das war ja genau die Frage, die du hattest, es gibt auch noch solche kleinen Lösungen, die ich auf der Messe gesehen habe, und natürlich gerade bei euch mit Trailer Dynamics, die das Ganze unterstützen, indem sie sagen, gut, wir nehmen uns jetzt erstmal vor, ein Stückchen zu elektrifizieren. Wir können es ja weiter dann auch noch an einen elektrifizierten Truck dranhängen und dann wird die Reichweite noch weiter. Ja. Und das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, auf dem Weg zur kompletten Elektrifizierung einen Zwischenschritt zu machen. Wir freuen uns heute, das Startup Epenion, welches im Oktober 2018 von Tobias Bonhoff und Mirko Schädelbauer gegründet wurde, näher kennenzulernen. Das Produkt ShipZero hilft uns dabei, die Nachhaltigkeit in der Transportbranche zu optimieren. Das Ziel des 16-köpfigen Teams ist es, datengestützte Optimierungspotenziale zu ermitteln und damit eine fundierte Entscheidungsbasis für konkrete Dekarbonisierungsmaßnahmen zu ermöglichen. Eine wichtige Rolle bei der Datenerfassung spielen Primärdaten. Also Sensordaten, die sehr präzise Bewegungsdaten und Verbräuche erfassen. Und ShipZero ist die zentrale Datenplattform zur Erfassung und Analyse aller transportrelevanten Emissionsdaten im Unternehmen. Und einer der Köpfe hinter dieser Idee ist Martin Jacobs. Moin Martin, ist es so? Moin Harald, jo, genau so ist es. Bei ShipZero kommen die Auftrags- und Sendungsinformationen aus einem Transportmanagement oder einem ERP-System und die Transportinformationen, also die primären Verbrauchsdaten oder das Routing zum Beispiel, kommen aus einer Fahrzeugtelematik. Diese beiden Datenfelder werden von uns dann miteinander verknüpft, um einen CO2-Wert für jede einzelne Sendung zu ermitteln. Okay, und wenn ich es richtig verstanden habe, lassen sich auch Daten aus der Lagerverwaltung bis hin zur guten alten Excel-Tabelle zusammenführen, Verkehrsträger übergreifend über den gesamten Transportweg. Und dann fungiert ShipZero als konsistentes und vor allem auditsicheres Reporting. Richtig? Exakt. Innerhalb der Plattform können wir Kunden- und Flottenreportings auf Knopfdruck erstellen und durch die Integration von Verbrauchs- und Bewegungsdaten zum Beispiel sämtliche Effizienzmaßnahmen präzise nachverfolgen. Die Datenbasis dafür stellen Tausende von Fahrzeugen, die wir schon an die Plattform angebunden haben. Genial. So würde also auch schnell transparent, ob sich der Umstieg auf die Schiene lohnt oder wie schnell sich Investitionen in elektrisch unterstützte Fahrzeuge wie dem des neuen Krone-Kooperationspartners Trailer Dynamics amortisieren. Du könntest direkt bei uns anfangen, Harald. Unser Anspruch bei ShipZero ist nichts Geringeres, als sämtliche CO2-Reduktionspotenziale innerhalb der Transport- und Logistikkette zu identifizieren und dies als Entscheidungsbasis für die Handelnden sichtbar zu machen. Selbst mein Freund Yoda würde jetzt sagen, sehr beeindruckend und nachhaltig das ist. Das ist in der Tat sehr nachhaltig. Für alle, die sich noch mehr über Nachhaltigkeit informieren möchten, denen kann ich nur unseren Denkfabrik-Podcast empfehlen.